Hi und willkommen auf Lecker im Landhaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute super einfache Übernachtbrötchen, die kaum Arbeit machen und dennoch sehr gut schmecken. Falls ihr die nachbacken möchtet, los geht's. Für den Teig benötigen wir 1 Gramm Hefe, 1 Teelöffel Honig, 340 Gramm kühles Wasser, 500 Gramm Mehl T550 oder T405 mit hohem Eiweißgehalt und 12 Gramm Salz. Erst die Hefe mit dem Honig im Wasser auflösen, dann Mehl und Salz mischen, das Wasser hinzufügen und alles zu einem Teig verkneten. Meine Küchenmaschine liegt 5 Minuten auf Stufe 2. Den Teig in eine leicht geölte Schüssel geben. Ich nehme das Olivenöl und zugedeckt über Nacht bei Zimmertemperatur gehen lassen. Am besten nicht unter 10 Stunden. Den Teig dabei auch zweimal dehnen und falten. Das erste Mal nach 1 Stunde Gehzeit, das zweite Mal nach 2 Stunden. Wie ich das mache, ist ganz gut im Video zu sehen. Ja, und nach dem zweiten Mal einfach ganz in Ruhe reifen lassen und gar nichts mehr machen. Am nächsten Tag hat sich der Teig mehr als verdoppelt und hat über Nacht ganz viele Blasen gebildet und sieht einfach nur super aus. Den gebe ich jetzt auf die Arbeitsfläche und steche 9 Teiglinge ab. Die Teigstücke wiege ich auch tatsächlich ab, das ist für die Backzeit wichtig, und bei mir waren es 91 Gramm pro Teigstück. Jedes Teigstück forme ich dann zu einem Brötchen, also zu einer Kugel. Dabei verwende ich etwas Mehl, das ist das Roggenmehl. Und dann lege ich die Kugeln mit der Naht nach unten auf ein bemehltes Geschirrtuch und lasse die nochmal zugedeckt 1 Stunde ruhen. Nach der Ruhezeit heize ich den Backofen mit Backblech auf 230 Grad mit Heißluft auf. Dann setze ich die Teiglinge mit der Naht nach oben aufs Backblech. Wenn ihr möchtet, dass die Brötchen glatt sind, müsst ihr die mit der Naht nach unten aufs Backblech setzen und einschneiden. Dann schiebe ich das Backblech in den Ofen, gieße noch 100 Milliliter Wasser auf den Backofenboden und mache ganz schnell die Backofentür zu. Nach 10 Minuten Backzeit öffne ich die Backofentür, lasse den Dampf raus, stelle die Temperatur auf 200 Grad runter und backe sie noch 8 bis 10 Minuten, je nachdem wie sie aussehen. Also insgesamt 18 bis 20 Minuten. Die Backzeit hängt natürlich auch noch vom Backofen ab. Und nach dem Backen sollte man die Brötchen sofort mit etwas Wasser einsprühen und dann vollständig auskühlen lassen. Und hier nochmal ein paar Nahaufnahmen für euch, damit ihr sehen könnt, wie die geworden sind. Die sind ganz toll und die kann man auch super einfrieren. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!